läuft eine andere Person die Straße entlang und schreit um Hilfe. Uns ist es nicht erlaubt, ihnen zu helfen. Rückblickend fühle ich mich dumm. Um ehrlich zu sein, total blöd. Ich hätte wissen müssen, dass diese Wohnung viel zu günstig war, um wahr zu sein, selbst für ein Studio. Ich hätte wissen müssen, dass es einen Haken geben musste. Der Tag meines Einzugs war ein einziges Durcheinander. Ich bestand darauf, dass mir niemand half, da ich meinen Familienmitgliedern nicht beweisen wollte, dass ihre Zweifel an meinem Charakter berechtigt waren. Am späten Nachmittag schmerzten all meine Muskeln und mein Kopf pochte. Ich ließ mich auf die nackte Matratze fallen und starrte mit glasigen Augen an die Decke, auf den Ventilator. Ich strich mir die feuchten Haarsträhnen von meiner verschwitzten Stirn und verzog das Gesicht vor Ekel. Jemand klopfte an die Tür und ich zuckte zusammen. Fluchend richtete ich mich auf meine Ellbogen auf. 2 Mädchen lugten um den Türrahmen. Unklugerweise hatte ich die Tür weit offen gelassen und dabei die alte College-Regel vergessen. Lass die Tür nur offen, wenn du neue Freunde finden willst. Und ich war nicht in der Stimmung, neue Freunde zu finden. Eines der Mädchen, eine Asiatin mit abgehackten schwarzen Haaren, grinste mich an. Die andere stand etwas weiter hinten und spielte mit einer Packung Marlboro Reds. »Hey«, sagte sie und nickte mir zu. Ihre Stimme war gleichzeitig sanft und rau. »Bist du gerade eingezogen?« Ich legte mich wieder hin, rieb mir mit beiden Händen übers Gesicht und entschied mich, auf Höflichkeiten zu verzichten. »Ja, vor etwa 5 Sekunden.« »Cool.« Die Mädchen traten ein, ignorierten offensichtlich meine eindeutige Körpersprache. Das Mädchen mit den schwarzen Haaren strich mit den Fingern über die Kante meines Schreibtisches und hob dann eine kleine Keramikente aus meinem noch nicht ausgepackten Kistenstapel auf. »Von meiner Oma«, erklärte ich und fühlte mich seltsam defensiv. »Süß«, antwortete sie und hielt sie sich vor das Gesicht. »Hat man es dir schon gesagt?«, fragte das andere Mädchen plötzlich, während sie sich in meiner Wohnung umsah. Sie hatte die Zigaretten in die Gesäßtasche ihrer Jeans gesteckt und zog nun an ihren langen roten Zöpfen. »Jesus, Jana, gib ihr doch mal eine Sekunde. Naja, sie muss es wissen. Ja, aber wir haben sie noch nicht mal nach ihrem Namen gefragt.« Ungläubig blinzelte ich die beiden Fremden an. Ich hatte nicht mal Zeit gehabt, Toilettenpapier ins Badezimmer zu legen, und hier waren sie, fassten meine Sachen an und redeten über mich, als wäre ich nicht da. Ich wollte einfach nur ein Nickerchen machen, ehrlich gesagt. »Ich heiße Arden«, sagte ich. Das Mädchen mit den roten Zöpfen, Jana, setzte sich neben mich auf mein Bett. »Hat man es dir gesagt?« »Was denn?« »Oh, natürlich nicht. Die Regeln.« Ich blinzelte wieder, mein Gesicht ausdruckslos. Von irgendwelchen Regeln wusste ich nichts, außer den typischen Mietregeln. Ich hatte den Mietvertrag unterschrieben, nachdem ich ihn bestenfalls überflogen hatte. Die Vermieterin war eine hagere Frau, die nach Asche roch. Und ich war mir ziemlich sicher, dass sie niemals die Gesichtsmuskeln entwickelt hatte, die zum Lächeln nötig sind. Ich hatte nicht vor, ihr irgendwelche Nachfragen zu stellen, besonders nicht, als die Miete so günstig war. Die andere Frau lachte nervös. »Woher bist du hierher gezogen?« Ich ignorierte sie. »Welche Regeln?« Jana hatte ein seltsames, bösartiges Lächeln auf ihrem Gesicht und hüpfte ein wenig auf meiner Matratze. Die andere Frau seufzte laut. »Hier passiert jede Nacht etwas«, begann sie und zog meinen wackeligen Bürostuhl hervor, um sich hinzusetzen. »Etwas Seltsames.« »Wie was?« Ich setzte mich auf und schaute sie mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Endlich war ich interessiert. »Jemand läuft die Straße entlang«, sagte Jana. Ihre Stimme erinnerte mich an eine Lagerleiterin, die am Lagerfeuer eine gruselige Geschichte erzählt. »Die da, direkt dort«, sie deutete auf mein Fenster. »Es ist jede Nacht jemand anderes. Sie schreien eine Stunde lang um Hilfe, aber wir dürfen ihnen nicht helfen.« Ich starrte sie nur an. Ein kleiner Schauer lief mir den Rücken hinauf. Ich wusste nicht, was ich von alledem halten sollte. »Es passiert jede Nacht zu einer anderen Zeit«, sagte die andere leise. »Wir wissen nie, wann es kommt.« »Warum?« Sie zuckte fast traurig mit den Schultern.
Wir wissen nicht warum. Ich schnaubte und lehnte mich mit den Ellenbogen auf die Knie. Ich glaube dir nicht. Das Mädchen zuckte mit den Schultern. Das musst du nicht. Du wirst es selbst sehen. Der Blick in ihren Augen ließ mich glauben wollen. Sie schien aufrichtig. Aber ich konnte mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, dass das, was sie sagten, wahr sein könnte. Es war zu seltsam, zu absurd. Ich wusste, dass dies nicht die schönste Nachbarschaft war, aber es konnte nicht so schlimm sein. Es musste ein Scherz sein. Sie mussten mich irgendwie reinlegen oder so. Wir kommen später wieder, sagte Jana sachlich. Wir zeigen es dir. Bevor ich protestieren konnte, griff sie die andere Frau am Handgelenk und sie waren verschwunden. Ich folgte ihnen zur Tür und sah ihnen nach, wie sie den Flur hinuntergingen und miteinander in gedämpften Stimmen redeten. Ich schloss die Tür hinter ihnen. In dieser Nacht, wie versprochen, kamen sie zurück. Sie brachten 2 Jungs mit. Der eine war ziemlich muskulös, trug ein enges schwarzes T-Shirt und weite Jeans, und mein Blick fiel sofort auf ein silbernes, herzförmiges Medaillon um seinen Hals. Er lächelte mich an und stellte sich als Will vor, als er eintrat. Der andere Junge war kleiner, aber pummelig und sah nervös aus, mit einem Buzzcut und schlecht sitzenden Cargo-Shorts. Sein Name, so wurde mir gesagt, war Matteo. Das Mädchen namens Jana kam mit einer Flasche Wein herein und derselben leicht zerknitterten Schachtel Zigaretten. Die andere, deren Namen ich immer noch nicht kannte, war die einzige, die überhaupt etwas bedauernd aussah. Sie setzten sich alle auf meinen staubigen Boden neben das Fenster und deuteten mir an, mich zu ihnen zu setzen. Ich setzte mich zwischen Will und das namenlose Mädchen, unsicher, ob ich mich weiterhin verletzt fühlen sollte oder ob ich einfach meinen seltsamen, aufdringlichen Nachbarn nachgeben sollte. »Wohnt ihr alle in diesem Gebäude?« fragte ich und nahm zögernd den Wein entgegen, als er mir gereicht wurde. »Ja«, antwortete Will mit einem Grinsen. Es schien halbherzig. »Dieses Gebäude ist der Ort, an dem alle jungen Leute wohnen.« »Es ist der Ort, an dem sie uns untergebracht haben«, mischte sich Jana ein und zündete sich eine Zigarette an. Es kam mir nicht einmal in den Sinn, ihr zu sagen, dass sie nicht drinnen rauchen sollte. Wir sind alle aussortiert worden. Entschuldige sie. Sie ist ein bisschen eine Verschwörungstheoretikerin. Es ist keine Theorie, schnappte sie zurück und starrte ihn an. Sieh dir die anderen an, nebenan, die Mittelalterlichen, Menschen mit Kindern, aber ohne Enkelkinder. Auf der anderen Straßenseite alte Leute, nicht ein einziger 20-something in diesem ganzen Gebäude. May, sag ihm. So hieß sie also May. Ich musterte sie, bewunderte ihr Smoky-Eye-Make-up und wie sie ihr Haar hochgebunden hatte, mit langen Strähnen, die wie explodierende Feuerwerke herausragten. »Hör auf«, murmelte May und griff nach der Weinflasche. »Du wirst sie erschrecken. Ich habe keine Angst.« Sie zuckte nur mit den Schultern, als ob sie mir nicht glaubte. Wir gaben die Flasche herum und dann wieder herum. Ich hörte ihnen beim Streiten und Lachen zu. Es war klar, dass sie schon eine Weile Freunde waren, und ich fühlte mich ein wenig wie ein Eindringling, obwohl sie in meiner Wohnung waren. Will fragte mich, ob ich aufs College gegangen sei, und ich sagte ihm, dass ich es getan, aber abgebrochen hatte. Sie nickten alle mitfühlend, was mich dumm fühlen ließ. Bis Mitternacht war ich ein wenig beschwipst und meine Wachsamkeit begann zu schwinden. Ich musste zugeben, es fühlte sich gut an, Freunde zu haben. Ich hatte mich bereits mental damit abgefunden, eine Zeit lang einsam zu leben, aber es schien, als müsste das tatsächlich nicht mein Schicksal sein. Ich lachte über die betrunkene Auseinandersetzung zwischen Matteo und Jana und gab mit May eine Zigarette hin und her, während ich den Rauch aus meinem offenen Fenster blies. Ich hatte fast vollkommen vergessen, warum sie alle hier waren, als es passierte. Auf einmal ertönte ein lauter Alarm von jedem unserer Handys, wie eine Amber Alert. Ich konnte das Geräusch durch die Nachbarschaft hallen hören, als ob ein ganzer Chor von Hunderten von Handys gleichzeitig läutete, nicht nur unsere. Ich zuckte zusammen. Nicht einmal Jana lachte. Alle wurden still und sie schauten mich an, während ich mein Handy herausholte und mit einem Stirnrunzeln auf den Bildschirm starrte. Nicht einmischen.
Es kommt, flüsterte Will. Er hatte sich verändert. Seine Augen waren fast glasig und seine Stimme klang weich und zitterig. Matteo drückte seine Schulter. Ich schaute zu May. Ihre Augenbrauen waren besorgt zusammengezogen und sie drückte unsere Zigarette gegen die Fensterbank aus, während sie sich zurückzog. Da war es wieder, dieses Frösteln. Es kroch meinen Rücken hoch, verbreitete sich auf meiner Kopfhaut und ließ mich frösteln. Irgendetwas fühlte sich tief, tief falsch an. Die anderen waren jetzt still und starrten schweigend auf das Fenster, an dem ich saß. Die Luft fühlte sich irgendwie wärmer an, als ob sie mit etwas summte. Oder vielleicht schwitzte ich nur. Wir saßen da, reglos, für das, was sich wie eine halbe Stunde anfühlte. Gerade als ich versucht war zu fragen, was los war, hörte ich es. Es war weit weg und schwach, aber ich hörte es trotzdem. Ein Schrei. Er kam allmählich näher, lauter, verzweifelter. Hilfe, bitte, mein Gott, jemand hilf mir. Langsam lehnte ich mich aus dem Fenster. Ich musste es mit eigenen Augen sehen, musste bestätigen, dass tatsächlich jemand da draußen war, so wie sie gesagt hatten. Meine neue Wohnung war im 4. Stock, also war es schwierig zu sehen, wer da unten auf der Straße war, ohne zusammenzuziehen. Im flackernden Licht der Straßenlaternen konnte ich die Silhouette eines alten Mannes erkennen. Er war gebückt, wanderte ziellos von Tür zu Tür und trug nur das, was wie ein Krankenhauskittel aussah, um seinen blassen, zerbrochenen Körper zu bedecken. Hinter ihm hinterließ er eine Spur von tropfendem Blut, obwohl ich nicht sehen konnte, woher es kam. Bitte, ich bin verletzt. Ich schaute zu den anderen zurück. Mein Mund stand offen. Was ist das? Forderte ich laut. Was zur Hölle ist das? May berührte meinen Arm, um mich zu beruhigen. Ich zog mich von ihr zurück. Arden, bitte, wir müssen ihm helfen. Warum können wir ihm nicht helfen? Er ist doch nur ein alter Mann. Wir können ihm nicht helfen, vertraue mir. Ich ignorierte sie, lehnte mich weiter aus dem Fenster, bereit, ihn anzurufen. Bevor ich den Mund öffnen konnte, erstarrte ich. Der Mann da unten stand still, schaute zu unserem Gebäude hoch. Sein Kopf war nach oben geneigt und ich konnte seine Augen nicht sehen, aber ich wusste, dass er genau mich ansah. Mir wurde sofort kalt, als würde ich in Eiswasser stürzen. »Hilf mir«, jammerte er in die stille Nachtluft, seine Stimme kaum hörbar. Dann begann er zu schreien. Dieser Schrei war nicht menschlich, oder zumindest nicht wie jeder Mensch, den ich je getroffen hatte. Er war verzweifelt, gequält. Es drehte mir den Magen um und ließ mir die Augen prickeln. Ich konnte nicht wegsehen. Das Blut kam aus seinen Armen. Oder, ich sollte sagen, aus dem Fehlen seiner Arme. Wo seine Arme sein sollten, waren nur blutige, verstümmelte Stümpfe. Sie sahen frisch aus. Er bewegte sich nicht, außer in einem wackeligen Schaukeln, und seine Augen ließen mich nicht los. Sein Geschrei verwandelte sich langsam in Worte, die ich gerade noch verstehen konnte. Bitte, 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 bitte. Mai zog mich rückwärts, weg vom Fenster. Ich landete auf meinem Hintern und schrie vor Schmerz und Horror. Was ist dieses Ding? Flüsterte ich. Ich wollte nicht flüstern, aber das war alles, was herauskam. Wir wissen es nicht, antwortete May, ihre Augen auf Will gerichtet, der jetzt weinte. Matteo hielt ihn fest, als könnte er umkippen. Wir wissen nur, dass wir die Regeln befolgen müssen. Was passiert, wenn man die Regeln nicht befolgt? Fragte ich und bereute es sofort. Will schluchzte leise. Draußen jammerte der alte Mann. Jana beugte sich rüber und zog das Fenster zu, aber das half irgendwie nicht, den schrecklichen Schrei zu dämpfen. »Willst du es ihr sagen, oder soll ich?« fragte Matteo Will. Will schüttelte nur den Kopf. Er hielt jetzt an seinem Medaillon fest und drehte das kleine Herz zwischen seinen Fingern. Matteo seufzte und wandte sich mir zu. Vor ein paar Monaten hat einer von ihnen Wills Freundin erwischt. Shannon, fiel Gianna ein. Ihr Name war Shannon. Ist. Entschuldigung, ihr Name ist Shannon. Ich schluckte. Aber egal, was ich tat,
Ich konnte den Kloß in meinem Hals nicht herunterbekommen. Was ist passiert? Matteo schüttelte den Kopf. Wir wissen es nicht. Wir waren alle zusammen, als das Schreien begann. Normalerweise ignorieren wir es jetzt, weißt du? Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Aber an diesem Abend denken wir, dass sie etwas anderes gesehen hat. Sie bestand darauf, helfen zu müssen und rannte nach draußen. Wir konnten sie nicht aufhalten. Er hielt inne und warf einen Blick auf Will. Er war still und reglos. Das Schreien draußen war leiser geworden und zog weiter die Straße entlang. Und dann? Er zuckte mit den Schultern. Nichts. Sie war einfach weg. Ich presste die Lippen zusammen und versuchte, all das zu verarbeiten. Ich hatte wirklich geglaubt, sie machten sich über mich lustig, aber ich hatte es gesehen. Ich hatte es firsthand erlebt und es machte mir Angst. Warum verlässt niemand den Ort? Er zuckte ein zweites Mal mit den Schultern. Kann es sich nicht leisten? Oder die Leute kümmern sich einfach nicht. Einige Menschen sind gegangen, aber wir alle haben beim Mietvertrag eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, sodass niemand jemals etwas weiß. Ich runzelte die Stirn und dachte an die Unterschrift auf dem Papier, versuchte mich zu erinnern. Ich konnte mir vage vorstellen, wovon er sprach. Ich hatte einfach angenommen, es sei mehr juristischer Jargon, den ich niemals verstehen würde. Hatte ich tatsächlich eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben, ohne es zu bemerken? Danach sagte ich ihnen, dass ich ins Bett gehen wollte. Ich brauchte Zeit, um all dies zu verarbeiten. Sie verstanden und jeder von ihnen verabschiedete sich, bevor sie mich allein ließen. Als ich im Dunkeln lag und an die Decke starrte, dachte ich aus irgendeinem seltsamen Grund an Mays Gesicht, als wir realisierten, dass es passierte. Wie sie die Zigarette ausgemacht und sich vom Fenster zurückgezogen hatte. Letztendlich konnte ich schließlich einschlafen. Die nächsten Wochen waren schwierig. Ich verbrachte immer mehr Zeit mit meinen neuen Nachbarn. Ich kam zu dem Schluss, dass sie recht hatten. Ich glaubte nicht, dass es in unserem ganzen Gebäude auch nur eine Person gab, die älter als 30 war, aber ich sah sie ständig, wenn sie die Wohnung nebenan verließen. Das Einleben war schwierig. Die anderen schienen so daran gewöhnt zu sein. Natürlich machten sie sich Gedanken. Es machte ihnen Angst, besonders Will, aber man konnte erkennen, dass sie schon eine Weile hier waren. An der Art, wie sie seufzten, die Jalousien schlossen und sich stärker auf das konzentrierten, was sie taten. Schließlich begann ich sie nachzuahmen. Es half ein wenig, so zu tun, als wäre es normal, so seltsam das auch klingt. Umziehen war für mich sowieso keine Option. Ich war ein College-Abbrecher und hatte noch keinen Job gefunden. Ich kam immer noch mit dem aus, was ich gespart hatte. Jede Nacht war es jemand anderes. Einige waren menschlicher, andere schienen weniger menschlich. Einige waren blutüberströmt, ihre Kleidung zerrissen und seltsam. Aber einige sahen ziemlich normal aus. Die schlimmsten waren die Kinder. Sie rannten wie verletzte Hühner, schrien und klopften an Türen, bittend um Hilfe. Manchmal versuchten sie es mit anderen Worten, sagten andere Dinge. Wie? Sie kommen. Wie? Ich will nicht sterben. Oder sogar, es tut mir leid. Es gab viele Kinder. Eines Nachts, während ich halb wach war, ging ein Alarm los. Es war nicht wie der auf unseren Handys. Es war ein ohrenbetäubendes Geräusch, das nur teilweise durch mein Fenster gedämpft wurde. Meine Wohnung leuchtete rot durch das Fenster. Ich schaute nicht einmal nach. Ich hatte zu große Angst davor, was ich sehen könnte. Ich deckte einfach meinen Kopf mit meinem Kissen zu und versuchte wieder einzuschlafen. Ich kam dazu, all die Theorien zu lernen, besonders von Jana. Sie glaubte, wir seien alle ausgewählt und dazu bestimmt, hier zu leben. Alles für ein krankes kleines Spiel der Regierung. Sie dachte vielleicht, es gäbe Leute, die auf die verschiedenen Gebäude wetteten, Geld darauf setzten, wer am wenigsten eingreifen würde. Sieh dir das an, sagte sie eines Tages im Flur, als wir von einem Kaffeelauf zurückkamen. Überall Kameras. Ich wusste nicht, ob ich ihr glauben sollte. Ich verbrachte hauptsächlich Zeit mit May. Wir rauchten auf den vorderen Stufen und
und schauten den Leuten zu. Es war seltsam zu sehen, was nachts ein so finsteres und grausames Viertel war, tagsüber hell und lebhaft. Sie sprach nicht viel über die Regeln, also tat ich das auch nicht. Ich stellte fest, dass wir nicht besonders viel redeten, sondern einfach nur die Gesellschaft des anderen genossen. Gerade als ich anfing, mich wohlzufühlen, passierte es. Es begann mit einer Geburtstagstorte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Als May durch die Tür kam, blies Matteo in seine Plastiktröte. Das Papier blähte sich auf und schlug Will seitlich auf den Kopf. Mays Hand flog zu ihrem Herzen. Jesus Christus, ihr Wichser wisst, dass ich Überraschungen hasse. Jana lachte und ging zu ihr. In ihren Händen hielt sie eine Schokoladentorte, die hastig mit Streuseln und hellrotem Zuckerguss verziert war, auf dem in der Mitte »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, May« stand. 24. Sie stellte die Torte auf die Kommode und legte ihren Arm um Mays Hals. Wie fühlt es sich an? Fucking schrecklich. Das ist der Geist. Genug davon, schnitt Matteo dazwischen und schlüpfte zwischen ihnen hindurch. Lass uns ein Stück Kuchen essen und dann los. Ihre Tradition, hatte ich gelernt, war es, an Geburtstagen von Bar zu Bar zu ziehen. Sie sagten mir, dass es hier keine Ausgangssperre gab, trotz der Regeln nur eine empfohlene Uhrzeit, um nach Hause zu kommen, die um 22:30 Uhr lag. Normalerweise, so sagten sie, kamen sie vor dem Alarm nach Hause oder verbrachten die Nacht woanders. Wir nahmen alle ein Stück Kuchen. Die Jungs nahmen in der Küche Schnäpse, während ich zusah, wie Jana sich um Mays Haare kümmerte. Ich war nie besonders der Partymensch. In Clubs oder Bars während meines Studiums verbrachte ich die meiste Zeit draußen, redete mit den Rauchern. Aber andererseits war ich auch nie jemand, der in Freundesgruppen unterwegs war, also könnten sich die Umstände ändern. Ich sah zu, wie sie alle nach draußen zu Matteos Auto trotteten. Ich quetschte mich auf die Rückbank, äußerst bewusst, wie eng ich an May gepresst war, meine andere Schulter gegen die Autotür gedrängt. Matteos Musik, auf maximale Lautstärke aufgedreht, schmerzte in meinen Ohren und der kleine Raum war erfüllt vom Geruch nach Tabak und verschiedenen Parfums, während wir die Autobahn in Richtung Stadt hinunterbrausten. Aber es war schön. Es war wirklich schön. Ich fand mich lachend mit ihnen wieder und schlang meinen Arm um Mays, als sie ihre Hand unter meinen Ellenbogen schob. Es war tatsächlich schön. Wie erwartet waren die Bars, die sie auswählten, nicht gerade mein Ding. Aber diesmal, im Gegensatz zur Uni, konnte ich es aushalten. Ich nahm Schnäpse, folgte ihnen für Rauchpausen nach draußen, tanzte sogar unter den schwachen lilafarbenen Lichtern, bis meine Füße in meinen klobigen Absätzen schmerzten, die sicher voller Blasen waren. Bis wir in unserer dritten Bar ankamen, konnte ich es nicht einmal mehr spüren. Und in dieser dritten Bar quetschten wir uns in eine alte Fotokabine und Jana bot widerwillig $5 für den Schlitz an. Und wir lachten, rot im Gesicht, in die kleine Kamera. Nachdem die Fotos in das Fach ausgespuckt wurden, schlüpften die anderen durch die roten Vorhänge, aber bevor ich folgen konnte, packte May mein Handgelenk. Sie hielt mich zurück, schob ihre langen, babyblauen Nägel an meinem Handgelenk entlang. Ich zuckte zusammen. »Du hast mir kein Geburtstagsgeschenk gegeben«, flüsterte sie, und ich konnte ihren Atem in meinem Gesicht spüren. Hätte ich meine Brille getragen, wären sie wahrscheinlich beschlagen gewesen. Ja, nun, ich kam nicht dazu, meinen Spruch zu beenden, bevor sie mich küsste. Es war schön. Und dann war es das nicht mehr. »Hey«, rief Will mir zu und drängte sich durch eine Menge von Männern in zerschlissenen Lederjacken zu mir. »Arden, wo sind die anderen?« Ich blinzelte und sah mich um. Ich hätte schwören können, sie wären gerade noch hier gewesen, aber jetzt war keiner von ihnen irgendwo zu finden. Ich zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Warum? Was ist los? Er brach endlich aus der schwankenden Masse heraus, und ich bekam ihn besser zu Gesicht. Er sah besorgt aus. Sein Gesicht war rot, und ich konnte ein paar Schweißperlen sehen, die ihm an der Stirn herunterliefen.
Er nahm sein Handy aus der Tasche und hielt es mir hin. Zuerst sah ich seinen Startbildschirm. Er war neben einem Mädchen mit strohblonden Haaren zu sehen. Beide hielten Bierflaschen und grinsend in die Kamera. Dann schaute ich auf das, was er mir tatsächlich zeigen wollte. Die Uhrzeit. 1:47 Uhr. Es wird spät, erklärte er. Können wir die anderen finden und gehen? Da verstand ich. Er war besorgt. Es war nach 1 Uhr und noch kein Alarm. Es war später als gewöhnlich. Die Bars würden bald schließen. Er wollte zurück, bevor es passierte. Will und ich wogen uns durch die Menge. Ich war ziemlich betrunken und mir fiel auf, dass ich Schwierigkeiten hatte, meine Füße richtig zu bewegen, was mir peinlich war. Ich hatte doch nicht einmal so viel getrunken. War ich so ein Leichtgewicht? Wir fanden sie draußen, die Kette rauchend. Will erklärte die Situation, während ich wackelte. Die Rückfahrt war seltsamerweise angespannt. Matthäus Musik war leiser gedreht und es gab kein Scherzen oder lautes Tratschen wie auf dem Hinweg. Wir spürten es alle, es musste nicht gesagt werden. Etwas war nicht in Ordnung. Will fuhr schnell, fast rücksichtslos. Im Dunkeln nahm May meine Hand. Gerade als er um die letzte Ecke raste und wir die Form unseres Wohnhauses die Straße hinunter fast erkennen konnten, passierte es. Alle unsere Handys gingen gleichzeitig los. Gianna stieß einen kleinen Schrei von der anderen Seite der Rückbank aus. Nicht einmischen! Matteo drehte sich zu uns um und legte den Finger auf die Lippen. War das schon einmal passiert? Anhand ihrer Reaktion dachte ich nicht. Es war anders, als es passierte, als ich in meinem Schlafzimmer war, als ich einfach die Vorhänge schließen und die Kopfhörer aufsetzen konnte. Ich fühlte mich so klein und hilflos, als würde ich in das Maul von etwas schauen, das unbegreiflich über mein Verständnis hinausging. Ich fühlte mich, als wären wir alle Fliegen und diese Nachbarschaft, jetzt gerade, war das Netz der Spinne. Will fuhr jetzt langsam, vielleicht 5 Meilen pro Stunde. Wir waren alle still, wir waren alle schweigend. Nicht einmal ein verlorener Atemzug schnitt durch die Stille. Unter den leuchtenden Straßenlaternen konnte ich die Seite von Wills Gesicht erkennen. Er war blass, und wenn ich nicht gesehen hätte, wie sich sein Knie bewegte, als er auf die Bremsen drückte, hätte ich ihn für eine Schaufensterpuppe halten können. Das Auto kam zum Stehen. Ich folgte seinem Blick die Straße hinunter zum dunklen Horizont und ich sah, was er sah. Eine Silhouette. Sie war viel zu weit entfernt, um die Form zu erkennen, aber sie war offensichtlich humanoid. Sie bewegte sich in einem wackeligen Stolpern, hinkend mitten auf der Straße in unsere Richtung. Und in der überwältigenden Stille konnte ich es hören, weit entfernt, aber dennoch drängend. »Hilf mir!« »Will«, zischte Gianna. »Dreh das Auto um.« Will bewegte sich nicht. Er starrte einfach nach vorne, so weiß wie Papier. Es ergab keinen logischen Sinn, aber ich wusste, was er wusste. Es war zu spät jetzt. Es hatte keinen Zweck. »Hilf mir, bitte hilf!« Ich konnte jetzt erkennen, dass es ein Mädchen war, anhand ihrer Stimme und ihrer Gestalt, als sie näher kam. Sie trug eine Art weißes Nachthemd, das nicht unähnlich war dem Krankenhausanzug des alten Mannes von dieser ersten Nacht, befleckt mit dunklem, rotem Blut. Von hier aus konnte ich nicht sagen, ob es frisch oder trocken war. Ich wusste nicht, warum das für mich wichtig war. »Vielleicht«, flüsterte May. Ihr Arm zitterte an meinem. »Vielleicht, wenn wir still sind und uns ducken, sieht sie uns nicht.« Ganz tief im Innern fühlte es sich so hoffnungslos an wie das Umdrehen, aber es schien vernünftig. Ich nickte und tat, was sie vorschlug, kauerte mich hinter den Beifahrersitz. Meine Knie pochten von dem seltsamen Winkel, in den ich mich verbogen hatte. Wir machten es alle, bis auf Will. Er bewegte sich nicht. Er sah einfach nur zu. Als er schließlich sprach, konnte ich ihn kaum hören, so schwach war seine Stimme. »Shannon«. Das Wort hing in der Luft, schwer mit Bedeutung. Matteo war derjenige, der die Stille brach. »Was?« »Shannon«, wiederholte er und drehte sich schließlich zu seinem Freund um.
Das ist Shannon. Ich lugte über den Sitz vor mir, blinzelte. Das menschenähnliche Wesen kam näher und jetzt konnte ich strohblonde Haare, ein rundes Gesicht, kurze Beine erkennen. Das Mädchen von Wills Handy-Startbildschirm. Das Mädchen, das verschwunden war. Shannon. May keuchte neben mir. Alter, sagte Matteo langsam. Seine Worte zerbröckelten, sobald sie seinen Mund verließen. Ich weiß, was du denkst, Alter. Steig nicht aus diesem Auto aus. Will schien nicht einmal mehr bei uns zu sein. Er war in einem Schockzustand, dachte ich, schaute zurück. Ich muss ihr helfen, insistierte er, gerade als ein weiterer krankmachender Schrei ertönte. Hilf mir, hilf mir, bitte, jemand, es tut weh. Es kam uns viel zu nah für unseren Komfort, aber es schien das Auto immer noch nicht zu bemerken. Ihre Schreie wurden verzweifelter, je lauter sie wurden. Ich muss ihr helfen, wiederholte Will, und ein wenig Leben war zurückgekehrt in sein Gesicht. Matteo schüttelte den Kopf und griff nach seinem Ärmel. Will, das ist nicht Shannon. Will starrte ihn an. Seine Augen glänzten vor Tränen. Ich kenne Shannon. Das ist sie. Ich weiß, dass du das tust, Alter. Und ich weiß, dass du sie vermisst, aber bitte, bitte tu das nicht. Ihre Stimmen wurden lauter und immer verzweifelter, und ich fühlte, wie May sich an meine Seite drängte, zitternd wie ein Blatt. Jana wimmerte, aber ich konnte sie von meiner Position aus nicht sehen. Das Ding war fast an unserem Auto, als es stoppte. Sie drehte ihren Kopf, nach links, dann nach rechts, fast so, als würde sie die Luft schnüffeln. Die Jungs hörten auf zu streiten. Ich hatte das Gefühl, mein Herz würde aus meiner Brust platzen. Ich konnte Shannons Gesicht jetzt sehen und ich erkannte, warum sie uns nicht bemerkt hatte. Das Gesicht des Mädchens war mit Blut beschmiert und es sah so aus, als wären ihr die Augen mit einem Melonenausstecher herausgeschabt worden. Sie weinte, Speichel rann aus ihrem schlaffen Mund, aber es konnten keine Tränen kommen. Es geschah zu schnell. Keiner von uns konnte ihn aufhalten. Will riss seinen Arm gewaltsam von Matteo los, tastete nach dem Griff der Autotür. Jana schrie. Matteo versuchte, das Schloss herunterzudrücken, aber er verfehlte und Will schaffte es, die Tür zu öffnen, bevor er es erneut versuchen konnte. Er taumelte auf den Asphalt und fiel mit einem sanften Knacken zu Boden. Das Wesen drehte den Kopf und begann zu schreien, aber anstatt auf Will loszustürzen, wich sie zurück. Sie hielt die Arme schützend vor sich, als könnte sie angegriffen werden, und schwang ihren Kopf wild umher. Ein Alarm ertönte wie der, den ich an dieser einen Nacht gehört hatte. Aber jetzt, da ich mittendrin war, war er unerträglich. Die Straßenlaternen auf beiden Seiten der Straße wechselten auf ein blinkendes Rot, und Matteo warf sich auf den Fahrersitz. Die Reifen quietschten, als er losfuhr. Jana schrie ihn an, flehte ihn an, zurückzufahren. May weinte in ihre Hände. Ich bewegte mich nicht, machte keinen Laut. Ich verstand nicht. Als wir davonraste, sah ich zurück. Ich konnte nicht anders. Ich sah den Blitz eines Vans im blendenden roten Licht, der um die Ecke fuhr. Dann nichts. Das war vor 1 oder 2 Wochen. Ich weiß es nicht. Ich hatte Schwierigkeiten, die Zeit im Auge zu behalten. Seit dieser Nacht haben wir nicht viel miteinander gesprochen. Natürlich haben wir die Polizei gerufen, aber wie man annehmen kann, kam dabei nichts heraus. Ich denke, was auch immer das ist viel größer, als wir wissen. Ich weiß nicht, ob es eine Art Experiment ist oder einfach ein krankes Spiel. Aber ich werde nächste Woche wieder zu meinen Eltern ziehen, trotz all ihrer Vorwürfe, und dann herausfinden, was ich von dort aus tun kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich Shannon war, die wir in dieser Nacht gesehen haben, oder ob es etwas anderes war, und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Alles, was ich weiß, ist, dass ich letzte Nacht Wills Stimme vor meinem Fenster hörte. Weinen, flehen um Hilfe. Ich habe nicht eingegriffen.